Alfred Kobel wurde am 1. Mai 1925 in St. Gallen als Sohn einer Familie geboren, die wirtschaftlich schwierige Zeiten durchlebte. Schon früh zeigte sich sein künstlerisches Talent. Nach der Kunstgewerbeschule St. Gallen absolvierte er ein Volontariat in Zürich. Seine Zeichnungen, seine Neugier und sein Gespür für das Spirituelle wurden früh sichtbar, nicht zuletzt durch ein Schlüsselerlebnis während eines Spitalaufenthalts, das ihn zur religiösen Kunst führte. 1959 zog es ihn nach Paris, an die renommierte Akademie Lotte. Dort vertiefte er seine Technik und entwickelte seinen unverkennbaren Stil. Gleichzeitig begann seine Karriere als freischaffender Künstler. Freddy Kobel war stets offen für neue Eindrücke, in der Ferne wie in der Heimat, und er verstand es, beides miteinander zu verweben. Seine Reisen, auch spätere Aufenthalte auf Sri Lanka, inspirierten ihn spirituell wie künstlerisch. Zurück in der Ostschweiz schuf Kobel zahlreiche Werke an Schulhäusern und Kirchen, darunter eindrucksvolle Glasfenster und Mosaike. Besonders bekannt ist seine Chorwand in der Kreuzkirche Wil. Gleichzeitig prägte er 30 Jahre lang als Lehrer an der Schule für Gestaltung St. Gallen Generationen von Kunstschaffenden. Seine Botschaft damals war: authentisch bleiben und der eigenen künstlerischen Stimme treu sein. Eine seiner ebenfalls bemerkenswerten Arbeiten war die Illustration von Lesebüchern, deren Bilder unzähligen Erstklässlern die Mühe des Buchstabierens erleichterten. Ein zentrales Element seines Schaffens war die enge Beziehung zu seiner Frau Ida. Sie war nicht nur seine Lebensgefährtin, sondern auch seine künstlerische Wegbegleiterin. Gemeinsam entwickelten sie Projekte, diskutierten Ideen und unterstützten sich gegenseitig. Viele seiner Werke spiegeln diesen Dialog mit ihr, mit seinen Schülern und mit der Natur wider. Alfred Kobel starb 2011 auf Sri Lanka. Für ihn war dieser Ort nicht das Ende, sondern ein Übergang. Sein künstlerisches Erbe lebt in sakralen Räumen, öffentlichen Bauten und zahllosen Zeichnungen weiter. Freunde, Schüler und Bewunderer erinnern sich an einen Menschen mit Augen für die Schöpfung und an einen Künstler, der ihnen die Augen geöffnet hat. Wenn man sich die frühen Werke von Freddy Kobel anschaut, fällt sofort auf, wie gegenständlich und erzählerisch er in dieser Anfangszeit gemalt hat. Das erste Bild zeigt eine ruhige Flusslandschaft, Wasser, Bäume, das Spiel von Licht und Schatten. Es hat etwas fast Meditatives, sehr still und harmonisch. Im zweiten Bild weitet sich der Blick: Berge, Felder, verstreute Häuser. Es wirkt ländlich, fast idyllisch. Der Blick ins Weite zeigt, wie sehr Freddy Kobel schon damals über das bloße Kopieren der Natur gehen wollte. Das dritte Bild bringt eine ganz andere Stimmung: ein Kloster unter dunklen Wolken. Die Architektur tritt stark hervor. Und am Schluss das Bild eines Knaben. Keine großen Pinselstriche, einfach ein Junge, leicht verträumt, vielleicht neugierig. Das Bild hat etwas Persönliches und Vertrautes. In den späten Arbeiten von Freddy Kobel wird klar, der Künstler löst sich zunehmend von der gegenständlichen Darstellung. Schon im ersten Bild meint man vielleicht noch etwas zu erkennen. Eine Landschaft? Ein Baum? Aber es bleibt offen, mehr Andeutung als Abbildung. Beim zweiten Bild wird es schon schwieriger. Farben und Formen verschmelzen miteinander. Ein Wald? Man meint Bäume zu erkennen. Im dritten Werk wird die Komposition dichter, strukturierter. Es scheint weniger die äußere Welt abgebildet zu sein, sondern eine ganz persönliche Ordnung. Das vierte Bild ist wie Bewegung pur. Sehr dynamisch. Jeder interpretiert etwas anderes: sanfte Hügel, durchzogen von einer Straße? Und im letzten Bild scheint sich alles in Flächen aufzulösen. Klare Linien, und es bleibt das Gefühl, der Künstler malt nicht mehr, was er sieht, sondern was er spürt. Freddy Kobel hat Landschaften nicht einfach dargestellt. Er hat sie gelebt und teilweise neu erfunden. Beim ersten Bild spürt man sofort die Kraft der Natur. Meeresstimmung, der Sand schwer vom nahenden Regen. Beim zweiten Werk wird alles farbiger, viel freier. Grüne, blaue und gelbe Flächen. Man erkennt nichts Konkretes, und doch erinnert es an Wald, vielleicht auch an Felder?
Dann Berge, großflächig, abstrakt. Die Formen sind deutlich vereinfacht, aber die Schwere der Berge ist da. Man spürt, der Künstler kennt solche Landschaften gut. Das vierte Bild mischt realistische Elemente mit Abstraktion. Da ist ein Haus, Gras, Büsche, Berge, aber nichts ist detailliert. Im nächsten Bild tauchen ein Baum, ein Haus und Felder auf. Die Formen bleiben reduziert, aber die Szene wirkt freundlich, fast verspielt. Dann ein schwarzer Berg über farbigen Feldern. Man sieht keine Details, aber die Farbwahl wirkt warm und kraftvoll. Boote am Strand. Farbige Flächen. Aber alles relativ gut erkennbar. Dann ein Blick von oben auf einen Strand mit Booten, Häusern, italienischer Flagge. Das ist wieder viel konkreter, fast wie eine kleine Szene aus dem Urlaub. Jetzt ein Bild voller sanfter Töne, bläuliche Felsen, ein gelber Himmel, ein ruhiges Meer. Sehr poetisch, fast wie ein Traum vom Süden. Blumen waren für Freddy Krubbel ein wiederkehrendes Motiv. Nicht als bloße Dekoration, sondern als Ausdruck von Leben, Farbe und Vergänglichkeit. Das erste Bild zeigt zarte Blüten in hellem Aquarell. Fast schwebend auf dem Papier. Dann folgen kräftigere Farben, dichter gesetzt. Blüten und Blätter, beinahe wie aus einem wilden Garten. Im dritten Werk sind die Formen freier, doch die Pflanzenwelt bleibt spürbar lebendig. Darauf erscheinen gelbe Maiglöckchen, klarer umrissen, mit fast poetischer Stille. Dann leuchten Klatschmohn und Narzissen. Lebhaft, fast feierlich. Die Sonnenblume im nächsten Bild ist abstrahiert. Fast eine Farbexplosion. Es folgt ein monumentales Gemälde mit Sonnenblumen, stark und sonnendurchflutet. Und zum Schluss nochmals Sonnenblumen, diesmal abstrakter und weicher. Der Fokus liegt auf Freddys Blick fürs Detail und dem alltäglichen Gegenstand als künstlerisches Motiv. Er zeigt das Einfache, aber so, dass es Bedeutung bekommt. Zuerst sehen wir eine einzelne Quitte auf rotbraunem Grund, schlicht, aber voller Präsenz. Dann folgen Apfel und Birne, ruhig nebeneinander, vor dunklem Hintergrund, fast wie in einem Gespräch. Im dritten Bild leuchtet eine Zitrone auf roter Fläche. Kräftig, beinahe modern. Darauf ein Arbeitstisch mit Farbtuben und Becher. Fast wie ein Einblick ins Atelier. Es folgt ein kleines Stillleben mit Früchten, kompakt und konzentriert. Zum Schluss eine große Leinwand. Früchte und Raum, großzügig komponiert, mit viel Licht. Freddy Krubbel hatte eine spürbare Nähe zur bäuerlichen Welt und einen wachen Blick für Mensch und Tier. Zuerst sehen wir einen Stall mit Heu, Kuh und Pferd. Eine Szene aus dem Alltag, ganz unspektakulär und doch lebendig. Dann ein Bauer bei Nacht mit Hund vor seinem Haus. Der Mond scheint, es ist ruhig, fast wie eine kleine Erzählung. Im dritten Bild begegnen wir Tieren und Menschen, eine Ziege, ein Hund, ein Mensch. Alle gleich wichtig im Bild. Und zum Schluss eine nächtliche Landschaft mit Bauer, Hund und Stall. Einfach, direkt, vertraut. Freddy Krubbels hat eine spürbare Zuneigung zu Tieren, ob im Stall, auf dem Hof oder als Porträt. Die Bilder zeigen keine Exotik, sondern vertraute Tiere, so wie man ihnen auf dem Land begegnet. Freddy Krubbel hat sie nicht idealisiert, sondern verstanden. Gleich zu Beginn, 2 Kühe im Stall. Ruhig, fast meditativ. Dann eine Szene mit Kuh und Kalb, liebevoll, in sanften Farben. Wieder eine Kuh, diesmal kräftig gemalt, in Rot und Blau, fast wie ein Zeichen. Dann Hühner, lebendig und flink, mit einem Hauch Humor. Ein Schaf mit Lamm, weich und still, ganz ohne Kitsch. Jetzt eine Geiß, klar umrissen, sehr direkt. Dann Möwen an einem Ufer. Es folgen gleich 3 Katzenbilder. Mal bunt und verspielt, mal scheu und ernst.
Man sieht, Freddy Kobel hat sie beobachtet. Mit Geduld und Neugier. Zum Schluss ein Hund, treu blickend, fein gemalt. In allen Bildern spürt man eine tiefe Verbundenheit zwischen Mutter und Kind. Seine Darstellungen wirken nie gestellt, sondern ehrlich, schlicht und berührend. Das erste Bild zeigt eine schwangere Frau, schlicht, aber voller Erwartung. Dann sehen wir eine Mutter mit einem kleinen Kind. Ganz nah, zärtlich verbunden. Es folgt eine Szene mit einem Säugling im Arm. Ruhig, fast andächtig. Wieder eine Mutter mit Baby. Diesmal etwas leichter, fast skizzenhaft. Dann ein exotischer Moment. Eine fremdländisch gekleidete Frau mit Kind in warmen Tönen. Im nächsten Bild taucht eine Familie auf. Frau, Kind, vielleicht auch ein Mann. Lebendig, fast wie im Vorübergehen gesehen. Darauf eine Gruppe. Mutter, Säugling, 2 Kinder. Wie aus dem Alltag gegriffen. Dann 2 kleine Tuschebilder. Beide mit Mutter und Säugling, fein, konzentriert, fast schon still. Freddy Kobel verstand es, Kinder mit Würde und Feingefühl darzustellen. Seine Bilder wirken nie niedlich, sondern aufmerksam, ehrlich, manchmal fast schützend. Es scheint, als hätte er in jedem Kind ein kleines eigenes Universum gesehen, besonders in seinen beiden Töchtern. Das erste Bild zeigt einen Säugling in zarten Farben, ruhig und verletzlich. Dann ein schlafendes Baby bei Nacht. Weich gezeichnet, voller Geborgenheit. Ein Mädchen blickt neugierig, wach, lebendig. Das nächste Bild zeigt ein Kind frontal, mit konzentriertem Ausdruck, fast erwachsen. Dann ein warmes Familienszenenbild mit Frau, Mädchen und Katze, ganz aus dem Alltag gegriffen. 2 Mädchen mit Puppe, still, ernst und flächig in zarten Aquarelltönen komponiert. Es folgt ein Knabe. Nachdenklich, klar gemalt. 2 Mädchen in klaren Farbflächen, ernst, ruhig und stilisiert dargestellt. 2 weitere Mädchen in Schürzen. Das ältere hält eine Puppe. Und zum Schluss ein ruhiges Porträt. Ein Mädchen mit gesenktem Blick, ganz bei sich. Freddy Kobel hat Frauen nicht auf ein Bild festgelegt. Er hat sie beobachtet, gezeichnet, gemalt, wie sie sind. Unterschiedlich, vielschichtig, voller Ausdruck. Die erste Frau schaut ruhig aus dem Bild, stark, mit weichem Blick. Dann eine Tuschezeichnung. Reduziert, klar, ganz auf das Wesentliche konzentriert. Das nächste Porträt wirkt zurückhaltend, fast schüchtern, aber sehr präsent. Dann ein Aquarell mit intensiveren Farben. Vielleicht eine Frau aus einem anderen Kulturkreis? Und zuletzt ein großes Gemälde eines jungen Mädchens. Wach, aber auch etwas verletzlich. Freddy Kobel hat den menschlichen Körper mit Respekt und Ehrlichkeit dargestellt, nie überhöht, sondern in seiner Natürlichkeit. Man spürt, für ihn war Aktmalerei nicht bloß Technik, sondern Ausdruck von Präsenz und Würde. Das erste Bild ist ein klassisches Ölgemälde, eine Frau im ruhigen, stehenden Akt, kraftvoll und geerdet. Dann ein Aquarell. Die Figur wirkt weich, fast transparent, ganz bei sich. Liegend dargestellt, vereint die Figur Ruhe, Weichheit und sinnliche Zurückhaltung in zartem Aquarellton. Darauf folgt eine Rückansicht, sehr stillvoll, fast meditativ. Dann eine Figur mit leichtem Schwung in der Haltung, elegant, aber nicht idealisiert. Im sechsten Bild eine stehende Frau, reduziert, fast wie ein flüchtiger Moment. Es folgt eine breitere Darstellung, großzügige Bewegung mit starker Linienführung. Dann eine Figur mit leicht geneigtem Oberkörper, ruhig, beinahe verletzlich. Und schließlich ein männlicher Akt, kräftig, mit klaren Konturen, aber ohne Übertreibung.
Freddy Kugel liebte das Brauchtum. Und man spürt, dass er nicht folkloristisch malte, sondern mit echtem Respekt. Im ersten Bild sieht man zwei Männer, in prachtvollen Silvesterkostümen, mit Hund, fast feierlich. Es folgt eine ähnliche Szene, diesmal enger gerahmt, ganz auf das Zusammenspiel von Mensch und Brauch konzentriert. Dann ein Bild bei Nacht. Ein Mann und ein Junge unter dem Mond, festlich, ruhig. Darauf ein weiterer nächtlicher Moment, wieder mit Kostüm und Hund, fast mystisch in seiner Stimmung. Im nächsten Werk stehen mehrere Männer in traditioneller Kleidung, stark und stolz dargestellt. Dann ein großes Ölgemälde. Festliche Männerfiguren, klar gesetzt, in feierlichem Ernst. Das folgende Bild wirkt leichter. Die Figuren fast tänzerisch in ihrer Bewegung. Dann Männer beim Jassen. Lebendig, voller Energie. Und zum Schluss noch einmal Männer in Tracht. Diesmal beim Jassen oder Diskutieren, ganz aus dem echten Leben gegriffen. Freddy Kugel hat den Zirkus nicht als Spektakel gezeigt, sondern als Bühne für Menschlichkeit zwischen Lachen und Melancholie. Das erste Bild zeigt eine bunte Gruppe, Clowns, Hexe, Katze und Vogel, wie aus einem Karnevalstraum. Dann ein einzelner Clown, nachdenklich, fast melancholisch. Es folgt ein zweiter Clown, diesmal mit kräftigen Farben, lebendig, fast kindlich verspielt. Dann eine Kreidezeichnung, einfach, klar, mit feinem Strich, der die Figur ernst und still wirken lässt. Zum Schluss eine ganze Zirkusszene, Clowns, Elefant, Affe, Akrobatik, Bewegung und Energie pur. Freddy Kugel hat Menschen überall auf der Welt gemalt. Nicht touristisch, sondern mit echtem Interesse. Die erste Szene ist eine Kohlezeichnung, Mann und Frau, ein Kuss, weltweit ein Zeichen der Liebe. Dann ein Mann, ganz schlicht dargestellt, konzentriert, wie aus dem Alltag gegriffen. Ein Porträt folgt. Öl auf Leinwand, kräftig, mit klarer Persönlichkeit. Im nächsten Bild, Frauen am Brunnen. Lebendig, in einer fremdländischen Umgebung. Dann ein Paar vor einem Haus. Ruhig, unter Bäumen, irgendwo weit weg. Zum Schluss eine Frau am Wasser, mit weitem Blick, in hellen Farben. Freddy Kugel hat Nordafrika und den Orient nicht nur gesehen. Er hat sie gespürt. Das erste Bild zeigt Häuser mit Palmen. Hell, klar, fast wie in der Mittagssonne. Dann folgen abstrakte Häuser in warmen Farben. Gelb, Orange, Rot, wie flirrende Hitze. Ein drittes Bild bringt kühlere Töne. Blau, grau, aber trotzdem lebendig. Dann eine Szene mit Eseln und Menschen am Wasser. Ruhig und bewegt zugleich. Darauf Dromedare in der Wüste, reduziert, aber eindrucksvoll. Im nächsten Bild wieder ein Dromedar. Diesmal vor Häusern und Hügeln, wie ein stiller Beobachter. Dann ein Mann mit Früchten. Vielleicht auf dem Markt? Wirkt freundlich, entspannt. Es folgt eine Frau in einer Gasse. Ganz schlicht, aber voller Würde. Die Figur eines Mannes. Ruhig, ernst, mit klaren Konturen. Zwei lockere Aquarellskizzen zeigen Tänzerinnen in Bewegung, verspielt, rhythmisch und leicht. Und zum Schluss eine Tanzszene. Eine Tänzerin und ein Musiker, fast wie eine Szene aus 1001 Nacht. Man merkt, Freddy Kugel konnte nicht nur mit Farbe, sondern auch mit Formen erzählen. Seine Plastiken sind konzentriert, klar und sehr menschlich. Die erste Plastik zeigt eine Frau, die ruhig, aufrecht und in sich versammelt wirkt. Dann eine kleinere Figur. Schlank, reduziert, mit feinem Schwung. Das dritte Werk ist ein Relief. Flacher, aber trotzdem voller Leben, fast wie eine eingefangene Bewegung. Zum Schluss Mann und Frau, eng beieinander. Still, aber sehr ausdrucksstark. Freddy Kugel war kein streng religiöser Maler im traditionellen Sinn. Seine spirituelle Welt war persönlich, offen und oft still. Das erste Bild zeigt einen Säugling unter Sonne und Mond. Zart, fast wie ein Gleichnis von Geburt und Himmel. Dann ein Fresko mit einem Engel. Abstrakt,
aber sehr klar in seiner Wirkung. Im nächsten Werk begegnet uns ein Mensch mit Engel. Die Formen verschmelzen, es wirkt wie eine Begegnung jenseits des Sichtbaren. Dann eine weitere Szene mit Menschen und Engeln. Dichter, fast wie ein Traum aus Symbolen. Das 5. Bild zeigt einen Betenden. Neben ihm ein Engel. Und zum Schluss ein Mann vor einer Statue. Burma oder Thailand. Ruhig, spirituell, ohne Pathos. Wer sich mehr in die Welt von Freddy Kugel vertiefen möchte, kann dies über die gezeigte Homepage tun. Hier können viele der im Video gezeigten Bilder nochmals angeschaut und gekauft werden.